damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem Live-Let's Play von Hallöchen von Saints Row, Get Out of Hell. Ich will hoffen, es funktioniert alles. Ich muss einmal was kurz draufklicken. Das sollte normalerweise bei euch jetzt auch das Spiel kommen, normalerweise. Ich will hoffen. Ich will kurz Controller anschmeißen. Ich will kurz gucken. In Stream kurz gucken. Moment. Und normalerweise sollte alles funktionieren, normalerweise. Ja, sieht gut aus, alles klar. Und ich mache ein neues Spiel auf Hardcore. Ich hatte schon mal gespielt gehabt, auch mal durchgespielt, aber ich dachte mir, das Spiel ist eigentlich so geil. Ich dachte, ich spiele einfach mal auf Hardcore. Ich habe sonst auf normal gespielt und dachte mir einfach mal noch ganz von vorne auf Hardcore und blende mich mal eben kurz aus gleich, weil gleich ein tolle Anfang-Intro kommt. Jetzt. Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Zinjai made a cake, Jane Austen is here, we'll play some games. What sort of games? So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. All right. Will the President/God Emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Who the fuck is... Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Christ. Guys? I think it's laughing at us. Fuck this. Dazu sagen, ist ein Spiel, die meisten kennen das wahrscheinlich. Ein Spiel, was sich selber nicht zu ernst nimmt und eigentlich immer irgendwie einen Lacher parat hat. That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you Schisser. serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell.
Dane Vogel. Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. Kein Problem sein. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Hier im Game. Und Saints Row, Get Out of Hell ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, der neueste Teil von Saints Row, aber auch schon älter. 2015 kam man, glaube ich, raus. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 5 Teile, glaube ich. Ein Auto, Fahrzeug, Y entführen, LB, plus Y Fahrzeug schnell entführen, alles klar. Motorrad nehmen wir jetzt mal nicht, wir nehmen einfach ein Auto. Und hier sind wir halt jetzt in der Hölle angelangt. Und ja, wir spielen die ganze Zeit halt in der Hölle. Wir müssen gegen Satan spielen, gegen den Teufel. Warum kommen wir keine Autos, hallo? Komm, egal. Off the bike. Weg da, Junge. Alright. Now how are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here, giant Ultor sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Also greif genau Karte so. Karte. Wir sollen jetzt hier zum Hauptquartier. GPS. Fahren wir so in die richtige Richtung, sehr geil. Man muss sozusagen, das Spiel, das ist echt bekloppt, auch die Steuerung. Also wenn ich hier irgendwelche Unfälle baue, meistens liegt es echt nicht an Fahrkünste, sondern echt an das Spiel, weil die haben, also so ist mein Beachten nach, extra irgendwelche Bugs hier reingebaut, damit man halt, ja, wie soll ich sagen, es schwerer hat. Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Erstmal GPS hier weiter nachgehen. Wir können auch hier vom Fahrzeug aus schießen. Egal ob Motorrad oder aus dem Auto raus, ist kackegal. Die Leute hier fahren wie die letzten Männer, wie man schon sieht. Meistens fahren die extra. Oh, Not as bad as I thought. It kind of reminds me of Steelport. Hey. Oh, ja. So geht's auch. Ich wollte echt da runterfahren. Aua. Eigentlich wollte ich da runterfahren, nicht runterfallen, aber okay. Nehmen wir uns das Auto hier einfach. You can thank me. I think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle this? We handle it Komm, by killing demons. rein hier. Und es gibt keine schönen Autos, die sind immer alles so Drecksautos, kaputte Autos eigentlich. Wo auch manchmal irgendwelche Räder führen, aber hier nicht. Oder Reifen. Reifen führen, aber hier nicht. Noch weit. So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have the boss? I'll probably still shoot him in the face. Aber wenn ich anklicke, kann ich jetzt wieder versuchen. Komm, weg da. Oh, schon viel zu weit. Komm, drehen. Und wir können hier auch natürlich nachher später noch richtig Randale machen. Da war gegen die Untergebenen sind, glaube ich, von Satan. Die ganzen Dämons, die auch hier einfach auf der Straße kämpfen können. Quasi wie bei GTA einfach irgendwelche Leute abknallen. Oh, fuck your world die up. so abknallen, irgendwelche Seelen. Und dann kommt irgendwann Satans Polizei, sag ich mal, die Höllenpolizei. Und knallt uns ab. Und möchte uns abknallen. Welcome to hell. Danke. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. But I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Ultor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me,
but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift, an artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Alright, you got me out in the sticks, now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Aska, wir sollen die blauen Seelenschwärme einsammeln. Ich muss kurz meine Facecam machen. Ist die an? Nee, ne? Jetzt sollte die gleich an sein. So, wir können einfach durchlaufen. Damit können wir später uns, wenn ich mich recht entsinne, unsere Fähigkeiten irgendwie verbessern oder neue Fähigkeiten erlernen. Great. Now you should have just enough clusters to power up your halo. So, hier können wir zum Beispiel Supersprint, neues Upgrade oder Flug, passiv. Hier können wir Flug machen. Ne, komm, wir machen mal Supersprint. Dann haben wir Supersprint. Mit dem Supersprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Darum wird eigentlich Schwachsinn, wenn wir überhaupt Autos benutzen, weil wir zu Fuß schneller sind als ein Auto, davon abgesehen. Übernehmen. Aber geht halt auch auf Ausdauer. Können wir Flug auch machen? Können wir auch, sehr schön. Das habe ich gar nicht vorgelesen jetzt. Flug, Absprung. Du kannst nun in die Luft abheben, perfekt, um die richtige Höhe für einen Flug zu erreichen. Alt A gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen, um höher und weiter springen zu können. Fortfahren, ist klar. So, mehr können wir mit Morton eh nicht machen. Und der ist halt alles noch vorgesprenkelt, alles mit Tutorials und Kack alles, also. Alright, Es wird let's noch start spannend. slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. Was, wo soll ich jetzt hin? Tippe A, um zu springen. Achso, da steht da. Geil. Nein! Das war nicht so geil. Hilfe, wo bin ich? Muss hier nochmal kurz. Ah komm, egal, jetzt können wir sofort hier hin. Hey, you didn't fuck it up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry, if something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge, now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. I put out some orbs to show you the path. Ein Ei schon ein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt einen gesehen habe.
Obwohl, ganz ehrlich. Achso, nee, habe ich gar nicht übersehen anscheinend. Ich wollte gerade zurückfliegen. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow. Sturzflug? Kein Problem. Ich hätte die Rampe benutzen sollen, wäre glaube ich besser gewesen, aber egal. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. Ah ja, stimmt. Und diese Kugeln, wo durchfliegen, wenn wir keine Ausdauer mehr haben. Oder wenn der Geschwindigkeit ist, genau. Können wir Geschwindigkeit aufbauen, so. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Und wenn wir A tippen, können wir... The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Der Steigflug verringert den Schwung. Benutze LS, um im Flug aufzusteigen. Drücke dann im Flug A, um mit dem Flügel zu schlagen und genug Schwung zu holen, um die Insel zu erreichen. Aber versuchen wir mal eben. Gotta pick it up. So. Easy, easy. Bis jetzt noch. Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava falls. Notice how your stamina drains the longer you glide. Aber sollten wir trotzdem alles locker schaffen eigentlich. Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. So, diese Aufgabe schon abgeschlossen, erfolgreich. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Alles klar, den Zorn von Satan kriegen wir, indem wir einfach stumm Leute umbringen. Super Sprint. Mit dem Super Sprint kannst du nun schneller laufen als Autos. Flugaussprung. Haben wir also vorgelesen, scheißegal. Was ist jetzt? Saints Flügel. Ja, okay. Beschädigt. Aufgabenlog. Pflichten aktiv. Pflichten sind, glaube ich, unsere Hauptmission, glaube ich, ne? Und dies hier sind alle so Nebenmissionen, die wir machen können oder irgendwelche Minispiele. Auch sehr interessant. Was ist hier unten? Verschiedenes. Geil. Also man sieht, im Spiel kann man einiges machen. Und das meiste macht einfach mega Spaß hier. So, Pflichten, Aktivitäten. Sollen wir sofort Pflichten etwas machen? Zieh los und beeindrucke 4 spezielle Gesandte, um deine Heiligenschein mit gewaltigen Kräften aufzuladen. Wähle ein beliebiges Ziel aus. Sammle die Beschwörungskraft ein. Hey, wohin? Wir machen einfach mal, gucken, wo wir jetzt hinfliegen. Sturzflug sind wir natürlich schnell. Oh, warte mal, erstmal hier. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Müssen wir auch darauf achten während des Spiels. Bin ich da? Ja, anscheinend. Berühre das Rad, machen wir. Berühre. Abandoned ship! We've been boarded! Und was? Get these damn things off my ship!
beschützt das Schiff. Können wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir gleich die machen. Hier ein bisschen nur eine Pistole. Und ich darf nicht vergessen, es ist auf Hardcore gestellt, da muss ich vielleicht erstmal aufpassen. Wenn ich sofort drauf gehe. Da, was machen die da? Und ich hasse eigentlich Shooter-Spiele mit Controller. Hasse ich. Wenn ich drauf klarkomme. Weil mein Aim ist mit dem Controller ganz schön schlecht. Fighty little bastard. Komm, weg. Boah, ja doch. Warte mal, ich glaube, das ist besser, wenn ich hier mit... Wie kann ich immer schlagen? So, okay, mit meinem Messer das erledige. Oder die einfach kaputt trete. Ist auch gut. Hallo? I got a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with our little imp problem. Welche Kiste? Besorge dir Gottes Hammer. Öffne die Kiste. Mach mal. Ach ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Waffe ist mega geil. Ich finde die Waffe geil. Wie steige ich da nochmal? Einfach. Mithalten, alles klar. Was ist los? Ich weiß gar nicht, was das zu bedeuten hat, was wir machen. Keine Ahnung. Da brauchen wir ganz schön unsere Hilfe. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Ah, ist aber schuld. Man spielt nicht mit dem Teufel. Fantastic work. Klappe halten. Genau, einfach alle auffangen. Mighty little bastard. You gotta try harder than that, Satan. Du musst aufpassen, weil die ganz schön Damage machen auf Hardcore. Mighty little bastard. Hey, it's okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. War's das jetzt? Ja, ne? Ja, anscheinend. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Grant ye the ability to summon my crew whenever they're needed. Beschwörungen. Du kannst nun dunkle Wesen rufen, damit sie dir dienen. Benutze F2. Warum F2? Warum F2? Wenn ich mit Controlling mitmachen? F2, um schnell zur Beschwörung zu wechseln. Wie F2. So, das Hammer freigesprochen. Ich wollte gar nicht springen.
All right, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion. Das kann man machen. Ich hab ganz vergessen. Ich wollte gar nicht machen. Na egal. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? Beschwöre einen Imp, um die Ziele zu töten. Drücke RB zum Beschwören. Oh. There you go, matey. Geil. Now take down the other demon. Ankle biters are vicious. Die sind nicht schlecht. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Komm, los da. Achso, warte mal. Die Beschwörungskraft kann auch auf bestimmte Stellen gerichtet werden. Halte RB gedrückt, um ein Fadenkreuz zu erzeugen. Ziele dann auf die kleine Insel mit dem... Was habe ich doch gemacht? Oh, nochmal. Okay. Ach so, da hinten, sagt er doch. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Die ganze Welt wartet darauf, geplündert zu werden. Freue ich mich. Verbünde dich mit Shakespeare. Habe ich richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Hier können wir auch Charakter wechseln. Wenn wir Kinsey nehmen. Oder halt ihn hier. So, ich dachte, wir werden gerade 2 Aufgaben müssen. Der Autofahren ist eigentlich sinnlos. Wir sind doch... Egal, komm, wir kommen für ein Auto. Scheißegal. Wir wenigstens hier für Ausdauer. Und so können wir ein bisschen Faxen machen. Ein paar Leute umfahren. Leute vom Motorrad. Jobs haben wir geschafft, ne? Ein Stück laufen wir jetzt. Need to rest the wings. Hallo. Denke, wenn du im Flug zu langsam wirst, kommst du ins Trudeln. Ja, das weiß ich wohl. Note to self. Find a way to control lightning. Komm, dann machen wir noch eben schnell die Aufgabe hier. Aua, bist du doof? Komm weg. Disco? Rentner-Disco anscheinend. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. Traits uncommon in the fires of... Erstmal eine Waffe ausrüsten. Komm, nehmen wir einen Ball. Play. Geil. Was? Hau ab. Hör auf! Ich sag doch nicht nach. Komm. Können wir auch hier drauf hetzen? Bringt glaube ich nichts, ne? Ich bin nicht down. Wie schaffe ich das? Aber gut, wenn die automatisch wieder zurückkommen, solange ich kein Damage kriege. Ach Mist, und dreh dich schneller.
The inciting incident resolved. The time had come for rising action. Dafür fliegt die Mond. Hilfe. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Komm, geh kaputt. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched. Muss Waffen wechseln. Curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? Ne, die Waffe ist doof. Ich guck mal, was die Waffe hier kann. Die ist gut. Alter, die verzieht da richtig. Keep talking, bitch. Geil, besiegt. Ach nö. This battle is far from over, mortal. Arise. And now, Act 3. Hat der mich so angelächelt? Lächeln die alle so komisch? Ist mir nicht aufgefallen. Ach Mann. Jetzt. Und suchen wir mal her. Ach, man kann es auch Schutzschild benutzen. Genau. Sehr geil. Können wir mal machen. Der ist auch ein Schutzschild, der hat doch nicht. Muss ich da schießen, wo ich damit machen? Ich weiß es nicht. Dort Ewigkeit immer gespielt. Ich schieße aber drauf, gucken, was passiert. Ah ja, okay. Mann! Waffe wechseln. The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. Hallo, ich wollte die ganzen Sachen einsammeln. Hör auf. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Tolle Geschichte. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of Force Stomp. Stampfer, du kannst ihn mit dem Fuß aufstampfen, Arkan-Stampfer ausführen. Nutze F3, um schnell zum Stampfer zu wechseln. Fortfahren. Okay, die Stampfer-Minispiele alles freigeschaltet. Ja,
Können wir alles später machen. The bard had written about love enough times to recognize attraction when he saw it. Dane was smitten by a certain lady, even if the young executive did not know it yet. Verbünde dich mit Flat. Ja, später erstmal hier Stampfer durchführen. Das funktioniert mal gut. Lights up! The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons in front of them. Oh gut, sie Act 1, Scene 2, in which our protagonist kills more demons with force stomp. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. Not another one of these. Stampfer ist mega krass. Act 3, in which our protagonist learns that force stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a dark inciter's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity and love unrequited. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Okay, Stampfer haben wir erlernt. Verbünde dich mit Flat, ich muss mal gucken. Moment, ich kurz auf Aufträge. Verdiene bei der allen Höllenflugaktivitäten eine Goldmedaille. Können wir mal machen, oder? Ziel angesetzt. Hier ist eine Wegbeschreibung. Ja, geil. Machen wir einfach mal. Ich wieder auch gut hier verlassen. Ich verstehe, warum hier immer alles explodiert. Achso, weil die Autos über Gegend fahren. Okay. Ich habe so wenig Ausdauer. Ich die Ausdauer irgendwie auffüllen, kurz gucken. Updates. Gesundheit, Waffe, Boni. Gesundheit. Widerstand. Fähigkeiten. Ausdauererhöhung. Benötige Stufe 2. Komme ich auf Stufe 2? Ich habe keine Ahnung. Gesundheit. Können wir machen. Machen wir gerade aber nicht. Waffen. Du kannst 25% mehr Pistolenmunition tragen. Verwandelt Löhne in 1200 EP. Täten. Können wir auch nichts machen? Nein. Hallo, zurück. Komm, Upgrade, Elemente. Stampfer. Können wir auch nichts machen. Bug. Ne, wir haben verfügbar 3, da kostet alles 10 hier. Alles klar, wir müssen noch ein bisschen sammeln. Ich frage mich auch, ob ich auf Stufe 2 komme. Muss ich einfach weiter irgendwelchen Scheiß machen? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich stürzen wir jetzt nicht ab. Knapp, aber sehr knapp. Hat funktioniert. Okay, jetzt wäre doch sinnvoll erstmal Autos benutzen, weil das war doch viel zu schnell. Okay, komm, nehmen wir ein Motorrad hier. Oh. Vielleicht doch nicht. Komm, runterladen. Nice bike. It's mine now. Oh, wir haben einen Fahrgast mit. Warum nicht? Ja, da stinkt der. Und so stinkt. Komm, wir machen noch das Kurz hier. Komm, hallo? Warum geht der? Warum stimmt er nicht?
play. Ach, jetzt, okay. Jetzt bin ich einfach nur schnell weg. Komm, drauf da, fahr weg, fahr einfach weg. Nein, ich hab Sachen packen. Hilfe! Got a touchdown. Ah, ich weiß, wenn ich so lange werde, komme ich in Trudel, ich weiß es. Alles die scheiß Satansdiener. Ja, auch so eine Kacke. Oder fliegen wir ein bisschen. Wenn wir ein paar Sehenschwärme einsammeln. Need the rest of wings. Doch, habe ich erwischt. Geil. Ach nö, die Ausdauer. Fuck. Komm. Ach, easy. Betritt das Gefängnis. Warte mal, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, Karte. Bin ich mir flatt? Ich will aber nicht. Hallo. Das will ich doch gar nicht. Moment. Ich möchte ganz gerne dies hier. Ziel entfernen. Nun. Hey, warum wird der doch gar nicht angezeigt? Wollen wir ihn verarschen? Obwohl.